Basel, Anfang März im Jahr 2020. Es ist kein schönes Bild, das sich hier in den Strassen von Basel an diesem Fasnachtsmontag zeigt. Das sind wohl die 3 schlimmsten Tage, die sich kein Fasnächtler, Veranstalter, Beizer oder Besucher ausmalen wollte. Die Basler Fasnacht ist wegen dem Coronavirus abgesagt worden. Die Massnahmen vom Bund haben die Durchführung der Fasnacht nicht zugelassen. Für das Fasnachtskomitee ist der Entscheid, Grossveranstaltungen zu verbieten, der richtige Schritt gewesen. Die Obfrau vom Komitee, Pia Inderbitzin, erklärt wieso. Ich denke, wenn der Bundesrat so eine gravierende Massnahme beschließt, dann hat er sich mit Experten zusammengetan. Und dann denke ich, dass die Lage schwieriger wird. Wir sind erst am Anfang. Sie bauen bei uns bereits die Predigerkirche, die direkt neben der Notfallstation ist, umbauen zu einer Auffangstation. Und das heisst für mich, wir sind wirklich erst am Anfang und da kommt etwas auf uns zu, was wir uns gar noch nicht vorstellen können. Einen so gewaltigen Entscheid kurz vor der Fasnacht hat es noch nie gegeben. Ausser vor 100 Jahren, wo man die Fasnacht wegen der spanischen Grippe um 4 Wochen verschoben hat. Normalerweise dienen diese 3 Tage dazu, den Winter zu vertreiben, damit der Frühling endlich kommt. Warm ums Herz wird es hier automatisch der Fasnächtler. An der Laternenvernissage von der Seibiglige 4 Tage vor dem Morgenstreich hat noch niemand gewusst, was dieses Jahr passieren wird. Einige von ihnen, so auch der Obmann, der Lukas Reck, gehen aber an diesem oben schon davon aus, dass die Fasnacht abgesagt werden könnte. Wahrscheinlich müssen wir schon damit rechnen, vor allem weil jetzt heute natürlich 2 Fälle auftaucht sind in Basel. Aber wir müssen morgen abwarten. Wir können nicht entscheiden, was wir machen, solange wir nicht wissen, wie es wirklich rauskommt. Die Seibiglige geht zu diesem Zeitpunkt noch davon aus, dass nicht die ganze Fasnacht abgesagt wird, sondern nur der offizielle Teil, wie zum Beispiel der Gortest, der grosse Fasnachtsumzug. Doch auch das wirkt für alle schon recht heftig und eine Absage wäre für die Beteiligten, wie zum Beispiel der Zedelschreiber Moritz Schiebler, eine absolute Katastrophe. Also für mich persönlich ist es ziemlich unvorstellbar, dass die Fasnacht ausfällt. Das habe ich noch nie erlebt, außer wenn ich selber weg bin. Aber ist natürlich für Basel wäre es eine ziemliche Katastrophe, weil das ist ein ganz fester Bestandteil des Jahreskalender. Nicht umsonst nennt man sie 3 schönsten Tage. Für alle ist klar, die Fasnacht ist der Höhepunkt des ganzen Jahres. Die ganze Zeit, die ganze Arbeit, die man investiert hat, zahlt sich dort aus. Ganz klar, dass es ein paar Fasnächtler trotz Absage auf die Strasse getrieben hat. So hat man in diesen 3 Tagen immer wieder kleine Grüppchen angetroffen. Sie haben ihre Trauer über die Absage mit verschiedenen Aktionen und Statements nach außen gezeigt. Die Stimmung war katastrophal traurig, schrecklich. Jetzt kommen mir schon gerade wieder Tränen, seht ihr? Das ist so furchtbar. Alle Sujets, Zettel und Ausrufe bleiben dieses Jahr für die Öffentlichkeit verborgen. Was sehr schade ist, denn eigentlich hat die Fasnacht Basel einen Ventilcharakter. Das bedeutet, endlich könnte man loswerden, was einem unter den Nägeln brennt. Das ist jetzt das, was in diesem Jahr wegen dem Coronavirus nicht stattgefunden hat. Nachdem dieses Jahr nicht nur der offizielle Teil abgesagt worden ist, sondern die gesamte Basler Fasnacht, ist auch der Plan B von der Seibiglige einfach ein bisschen Gässle ins Wasser gefallen. Sehr viel Aufwand, wo wir jetzt hatten, die letzten 6 Monate, die jetzt einfach mal verkratzt sind. Doch nicht nur die Fasnächtler leiden unter der Absage. Für viele Wirte oder auch für das Komitee riss die Absage ein Loch in die Kasse. Von wie viel finanziellen Einbußen man ausgehen muss, ist noch nicht klar. Die Seibiglige steht hinter dem Bundesentscheid, denn es ist schwierig abzuwägen, wie gross das Risiko für die Teilnehmer wirklich gewesen wäre. Die ganzen Arbeitsstunden, die sie schon investiert haben, sind in den Augen des Laternenmolens aber nicht für nichts gewesen. Ich gehe davon aus, dass das für unsere Arbeit bedeutet, dass wir sie in einem Jahr zeigen. Ich glaube, wir finden eine Lösung für das. Und dann machen wir es vielleicht gerade noch doppelt so groß. Ich glaube, das muss man optimistisch sehen. Trotz der Absage und der Umstände blicken alle Beteiligten zuversichtlich auf die 3 schönsten Tage im nächsten Jahr. Wie gross die Basel Fasnacht dann daherkommt, wird sich zeigen.